Deutschland bereitet sich auf Krieg gegen Russland vor. Dieser Artikel ist zwar schon fast ein Jahr alt, allerdings ist er aktueller denn je. Dieser Artikel ist von heute. Wieso? Weil wir mit der Wahl von Friedrich Merz zum nächsten Bundeskanzler einen Bundeskanzler haben, der Ukraine mit allen Mitteln verteidigen will und dementsprechend eine gewisse Taurus-Lieferungen nicht ausschließt und sogar fördert. Zusätzlich bekommt er Rückendeckung natürlich von der Union. Hier Markus Söder, wie er nämlich Folgendes sagt. Taurus, das hier produziert wird, ist die abschreckendste Waffe für Verteidigungsfähigkeit, die es in Deutschland gibt. Diese Waffe muss zum Einsatz kommen. Auch diese Worte von Markus Söder sind zwar schon von letzten März. Ich möchte hier einmal ganz kurz den Artikel von damals dir zeigen, weil es wahrscheinlich viele vergessen haben. Bayerns Ministerpräsident drängt beim Besuch des Taurus-Herstellers MBDA auf eine Lieferung des Marschflugkörpers an die Ukraine. Dem Bundeskanzler wirft Söder Bockbeinigkeit vor. MBDA profitiert unterdessen von einem NATO-Großauftrag. Man könnte hier auch von eigenen Interessen ausgehen, denn in der Welt von Weiterempfehlungsprogrammen und mehr bekommt so ein Politiker natürlich sicherlich eine schöne Stange Geld, beziehungsweise vielleicht irgendwelche Annehmlichkeiten, wenn man sowas fördert. Schau dir gerne mal dieses Video dazu an. Der CSU-Vorsitzende plädierte dort erneut für eine Lieferung der Marschflugkörper an die Ukraine. Das sei eine moralische Frage und liege zudem im Interesse Deutschlands. Bundeskanzler Olaf Scholz, der solche Lieferungen ablehnt, solle seinen Widerstand aufgeben. Der Bundestag solle entscheiden. Deswegen sollte es noch einmal eine Abstimmung im Deutschen Bundestag geben. Eine einfache Frage, so wie es Herr Kubicki formuliert hat: Soll Deutschland Taurus liefern, ja oder nein? Ich glaube, es gibt eine ganz große Zustimmung dazu. Es ist auch notwendig, denn ohne diese Waffe gibt es keine Verschnaufpause, gibt es möglicherweise, bis die Munitionslieferungen kommen, keine Chance für die Ukraine, sich gegen den Ansturm zu erwehren. Und deswegen sind wir nicht Kriegspartei damit, sondern ganz im Gegenteil. Wir liefern seit längerer Zeit Waffen in großem Ausmaß. Wir sind nach den Vereinigten Staaten von Amerika der zweitgrößte Waffenlieferant. Deswegen kann man nicht argumentieren, wir würden damit Kriegspartei. Zumal zum Beispiel in Südkorea wird Taurus eingesetzt ohne Bundeswehrsoldaten. Das Unternehmen bekundete, aus technischer Sicht sehe es keine Probleme für eine Taurus-Lieferung gen Kiew. Wir können Nutzernationen von Taurus und hier auch natürlich die Ukraine vollständig im technischen Umfang mit dem System schulen, sodass unser Kunde, in dem Fall dann auch die Ukraine, alleinstehend technisch in der Lage ist, den Taurus zu betreiben und zu bedienen. Aber ebenso gilt, diese Länderabgabe, auch die Rahmenbedingungen dieser Länderabgabe ist am Ende eine politische Entscheidung. Der Marschflugkörper hat laut Hersteller eine äußerst hohe Durchschlagskraft und kann aufgrund mehrfacher Navigationssysteme Ziele besonders genau treffen. Die Waffe wird von Flugzeugen gestartet und hat den Angaben zufolge eine Reichweite von mehr als 500 Kilometern. Der Kanzler hatte in den vergangenen Tagen mehrfach betont, dass man damit auch Moskau erreichen könne. Dies ist für ihn eines der Argumente gegen eine Taurus-Lieferung an die Ukraine. Die gelieferten Marschflugkörper der europäischen Partner fliegen nur rund halb so weit. Taurus, das hier produziert wird, ist die abschreckendste Waffe für Verteidigungsfähigkeit, die es in Deutschland gibt. Diese Waffe muss zum Einsatz kommen. Wir haben eine moralische und eine eigene Interesseverpflichtung, der Ukraine zu helfen. Es ist unverständlich, warum die Hilfe für die Ukraine, die Lieferung von Taurus, an einem einzigen Mann in Deutschland scheidet. In dem einen Punkt kann ich dem Herrn Söder natürlich nichts abschlagen. Es ist Fakt, dass Deutschland einer der größten Waffenproduzenten auf der Welt ist und dementsprechend natürlich viele Länder auch mit Waffen ausstattet. Was wiederum bedeutet, dass Deutschland nicht zeitgleich an jedem Mord, der hier auf diesem Planeten passiert, verantwortlich gemacht werden kann. Allerdings das Wort Kriegspartei ist aktuell brenzlicher behaftet denn je, denn man darf natürlich auch niemals vergessen, gerade in dem Artikel erwähnt, wenn ein Bundeskanzler noch, Herr Scholz, das ablehnt, diese Waffen in die Ukraine zu schicken, weil es Richtung Moskau ohne Probleme zu erreichen wäre, in Moskau, in der Hauptstadt von Russland, Ziele zu zerstören, würde sich der Russe das natürlich dreimal merken und nicht in Vergessenheit geraten, woher denn diese Waffen
kommen, auch für die Zukunft. Und dementsprechend sollte man es sich einfach auf lange Sicht mit niemandem verscherzen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich gehört, dass der Chef von dieser Waffenproduktionsanstalt, nenne ich es jetzt mal, sich natürlich schon sehr freuen würde, einen Großauftrag zu bekommen, denn er redet hier von einem Kunden. Und ja, natürlich, man muss faktisch sein, es ist ein Geschäft. Es gab sehr viele Filme darüber auch und die Realität sieht teilweise noch viel erschreckender aus als in Filmen gezeigt. Kunden wie die Ukraine wären ein absolutes Geschenk für so einen Waffengeschäftsführer. Der würde sich freuen für die Umsatzlage in Deutschland für sein Unternehmen. Ich möchte jetzt aber auf den Artikel von heute von der Merkur drauf eingehen, warum denn Autozulieferer denn jetzt mehr Munition erzeugen sollen anstatt Autoteile. Der Merkur schreibt, deutsche Waffenfirmen nutzen geopolitische Möglichkeiten, um mehr Arbeitsplätze zu generieren. Einige sollen von Autozulieferern angeworben werden. In Deutschland und Europa scheint die Zeitenwende nun so richtig in Fahrt zu kommen. Das erinnert mich so ein bisschen an die alte Geschichte. Dort zu damaligen Zeiten wurde ja auch die Arbeitslosigkeit quasi weggefegt aufgrund der Rüstungsaufträge. Und hoffen wir, dass sich die Geschichte natürlich so nicht wiederholt. Die deutschen Rüstungskonzerne weiten sich aus und stellen ihre Produktionen um. Denn aus den USA kam das klare Signal, auf den NATO-Schutz unter der Regierung Trump kann man sich nicht mehr verlassen. Die nächste Bundesregierung unter Kanzler Merz hat schon signalisiert, dass eine Aufrüstung unumgänglich ist. Rheinmetall könnte 2 seiner Werke, in denen aktuell zivile Komponenten für Fahrzeuge gefertigt werden, auf die Produktion für den militärischen Bereich des Konzerns umstellen. Im Rüstungsgeschäft nutzt Rheinmetall derzeit alle Möglichkeiten, um die Stückzahlen zu erhöhen, insbesondere im Munitionsbereich, teilte der Düsseldorfer Konzern am Montag, 24. Februar mit. Rheinmetall beabsichtige, an 2 deutschen Standorten, die bislang dem zivilen Unternehmensbereich zugehörig seien, künftig überwiegend Produkte oder Komponenten für die Sparte Weapon and Ammunition zu fertigen. Es gehe um die Standorte in Berlin und Neuss. Endgültige Entscheidungen über die Ausgestaltung sind jedoch noch nicht gefallen, hieß es weiter. Die Werke in Berlin und Neuss übrigens gehören zur Sparte Power Systems, die die Produkte für die Automobil- und Energiewirtschaft anbietet. Das Geschäftsfeld leidet unter der Krise der Automobilindustrie. Das in Power Systems gebündelte zivile Geschäft verbuchte in den ersten 9 Monaten 2024 im Gegensatz zu den anderen boomenden Geschäftsfeldern Rheinmetalls einen leichten Umsatzrückgang auf 1,543 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis schrumpfte um 3,8% auf 74 Millionen Euro. Zum Vergleich, in der Sparte Weapons und Ammunition kletterte etwa der Umsatz im gleichen Zeitraum um 64,3% auf 1,554 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis verdoppelte sich fast auf 339 Millionen Euro. Insgesamt stieg dieser Umsatz im Rheinmetall-Konzern auf 6,2 Milliarden Euro. Also klingt für mich persönlich eher nach einem riesen Multimilliarden-Business. Mitarbeiter in den 2 Werken könnten nun in die florierende Produktion von Waffen und Munition wechseln. Übrigens gibt es ja auch Panzerhersteller, und zwar hier auch sehr interessant, denn der deutsch-französische Panzerbauer KNDS hatte jüngst das vor dem ausstehende Werk des Bahntechnikkonzerns Alstom in Görlitz übernommen und will gut für die Hälfte der 700 Mitarbeiter weiter beschäftigen. Rheinmetall hatte bereits 100 Beschäftigten des defizitären Bremsenwerks von Continental in Gifhorn den Wechsel in eine Munitionsfabrik angeboten. Auch der Rüstungselektronikhersteller Hensoldt will Mitarbeiter von Continental und Bosch übernehmen, denen der Verlust des Jobs droht. Jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt, was du zu dem ganzen Vorhaben sagst, ob wir wirklich in einer Kriegsgefahr mit den Russen stecken oder eben nicht. Sag mir da gerne Bescheid, was deine Meinung dazu ist. Ganz kurz zusammengefasst, ich selber sage auf jeden Fall, Deutschland braucht mehr Souveränität, aber man muss natürlich auch hier aufpassen, wie man das Ganze in die Welt hinaus zeigen möchte. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, bleib gesund und munter, dein Markus.